Diesmal ging es in ein mittlerweile nicht mehr existierendes Kinderheim. Teile davon existieren schon noch. Die Ermittlungen haben wir auf 3 Etappen aufgeteilt. Mhm. Als erstes waren wir ganz unten, das Ganze ist auf einem Hügel, auf einem Berg. Mhm. Ganz unten im Tal sozusagen das Schwimmbad, im Ja. Mittelteil Teil das eigentliche Heim. Das abgerissen worden ist 2013 und jetzt da nur mehr als Wiese begehbar war. Und ganz im letzten Teil sind wir dann zu den Reihenhauswohnungen gegangen, die im hintersten Bereich des Areals nach wie vor stehen und haben unsere Analysen gemacht. Am Gipfel des Berges sozusagen. Ja. Eine schöne Wanderung auf jeden Fall. Genaue Daten dürfen wir zum Schutz des Objektes leider nicht bekannt geben. Es gibt da ein paar Eckdaten, so viel können wir schon sagen. 1950 bis 1951 wurde das Heim erbaut. Die Eröffnung war dann 1954. Es war Treffpunkt für Kinder aus aller Welt. Es war zwischendurch auch ein Flüchtlingslager, Prager Frühling 1968 für Flüchtlinge. Und es sind zwischendurch immer wieder Kulturtreffen und Sportfeste dort veranstaltet worden. Genau, 1992 wurde das Kinderschwimmbad dann als Biotop umfunktioniert. Das Heim existierte zu der Zeit damals auch schon nicht mehr. Und unser Team ist heute hier, um der ganzen Geschichte genau auf den Grund zu gehen. Was im Netz absolut nicht mehr zu finden ist, betrifft den Einsturz eines Gebäudeteils, während sich Kinder und Erwachsene drin befanden. Und da hat es einige Verletzte und Tote gegeben. Unser Team hat es sehr interessiert und wir wollten der ganzen Sache auf den Grund gehen. Und der erste Abschnitt war dann, wie gesagt, das alte Kinderschwimmbecken. Hallo, mein Name ist Alex, hinter mir geht der Jürgen. Wir sind heute hier, um herauszufinden, was damals passiert ist. Es ist ja eine Halle vom Kinderheim eingestürzt. Es sind leider sehr viele Kinder ums Leben gekommen, auch Erwachsene. Und wir wollten einmal hinterfragen, was hier passiert ist. Ist jemand hier, der mit uns sprechen möchte? Wir haben ein kleines... Das ist nicht verstanden. Ja, es steht noch nicht da. Also, Ja. wir haben ein kleines graues Gerät, das kannst du berühren, wenn du da bist. Da leuchten die Lämpchen, damit dürft ihr spielen. Und vielleicht könnt ihr auch versuchen, euch anders... Das ist ein Traum. Es ist ein Traum. Und ihr könnt euch auch auf andere Art und Weise bemerkbar machen, wenn ihr möchtet. Ist jemand von euch hier, der mit uns sprechen möchte? Schauen wir mal, ob wir das Schwimmbecken... Nicht was? Ob wir das Schwimmbecken draufkriegen. Wart ihr öfter hier herunten beim Wasser? Es muss doch sicher schön gewesen sein, hier zu spielen. Schaut mal. Ja, das Stiegen auf dem Einer der 2 Stiegenaufgänge zum Heim. Alles verwachsen. Wahnsinn. Wie viele Kinder waren denn damals in der Halle, die eingestürzt ist? War es hier schön, damals, wie noch das Schwimmbad in Betrieb war.
duschen. Ja, Schau mal. stimmt. Betoniert. Ich würde sagen 60er Jahre, oder? 60er Jahre, 70er Jahre vielleicht. Wir stehen hier bei den Duschen. Könnt ihr uns sehen? Ihr könnt gerne mit dem grauen Gerät spielen. Wir haben das extra für euch mitgenommen. Das fängt dann zum Blinken an. Wenn ihr hingreift. Es kann nichts passieren. Es ist nur ein Spielzeug. Wisst ihr, welches Jahr wir derzeit haben? Das war die zweite Stufe. Ja, die ist schon stärker kaputt. Ja. Waren viele Leute in dem einstürzenden Gebäude? Wisst ihr, wie viele? Wir möchten später noch an den Ort gehen, wo das Wohnheim gestanden hat. Dann auch noch zu den alten Baracken daneben. Notfall. Was war denn für ein Notfall oder was ist denn für ein Notfall? Meint ihr den Tag, als das Gebäude eingestürzt ist? Plan. Von welchem Plan sprichst du denn? Was macht denn das K2 Meter? Das verhält sich jetzt ganz ruhig, also man sieht jetzt keinen Ausschlag. Laut. Sind wir euch zu laut hier? Möchtet ihr lieber ungestört sein hier? Blonde Haare. Wer hat denn blonde Haare? Ich habe gar keine Haare mehr. Alles gut? Ja. Da schau doch einmal her. Also wirklich. Da könnte man jetzt kurz einen Abstecher machen. Ihr seid immer noch hier?
Das dachten wir uns. Und wir sind hier, weil wir gerne mit euch sprechen möchten. Oberkörper. Ist das Schwimmbecken nur oberkörpertief oder meinst du etwas anderes? Aber immer noch hier, wer ist denn immer noch hier? Klein. Die Kleinen. Die Kleinen, die an dem Tag des Unfalls gestorben sind. Zufall. Buchstabiert. K2 ruhig. Ganz ruhig, ja. Keine K2-Ausschläge. Seid ihr zufällig hier? Wohnt ihr gar nicht? Habt ihr gar nicht hier gewohnt? Seid ihr jetzt nur zufällig hier bei uns? Wir würden gerne mit den Kindern dieser Anlage sprechen. Wir werden aber nachher noch raufgehen auf die Wiese, wo das Kinderheim stand. Ja, und möchten mit ihren Geistern sprechen, wenn das möglich wäre. Wie gesagt, wir gehen nachher noch auf die Wiese rauf, wo das Heim stand, und aufs Gelände, wo die Baracken noch stehen heutzutage, daneben. Ihr könnt uns gerne auf unserem Weg begleiten und versuchen, mit uns Kontakt aufzunehmen und eure Geschichte erzählen. Möchtet ihr das gerne? Ja? Vielen Dank für die Antwort. Welches Jahr habt ihr denn aktuell? Wisst ihr das? Ganz schön eng da, gell? Unglaublich, da ist noch der Oberflächenskimmer drinnen, die Öffnung von der Technik. Wisst ihr, welcher Tag heute ist? Da ist der Technikschacht. Vergessen. Ja. Was ist denn vergessen worden? Bitte verzeihen. Mhm. Was meinst du denn? Uns hat doch niemand was getan. Verlassen Sie. Lassen Sie. Okay. Sollen wir lieber gehen? Das war sehr höflich. Gut, dann werden wir jetzt gehen. Wir danken auf jeden Fall für das kurze Gespräch und
Wir schauen als nächster rauf zu der Wiese, dort wo das Heim gestanden ist. Bei den Stufen dort hinten rauf, gell? Reiter, die vier Reiter der Apokalypse. Passt denn das jetzt zum Heim? Das passt vielleicht nicht unbedingt zum Heim, aber wenn wir hier aus einem anderen Grund nicht erwünscht sind, andere Wesenheiten, dann macht es sehr wohl Sinn. Die vier Reiter der Apokalypse sind eine Prophezeiung, oder? Ja. Ich glaube, das ist aus dem. Angegriffen. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass wir hier sein durften. Wir wollten nicht stören. Es tut uns sehr leid, falls wir gestört haben. Und wir schauen rauf auf die Wiese, ob wir dort was herausfinden können. Ja. Schauen wir. Ja, Meldungen wie Sezieren, es ist ein Traum, nicht gehören, Notfallplan, Oberkörper, Ehemänner, ja. Ein Ja auf die Frage, ob sie uns begleiten wollen, aber auch die Aufforderung, den Ort zu verlassen und die vier Reiter und angegriffen. Wie war für dich gefühlsmäßig der Rundgang ums Schwimmbecken? Ja, das Schwimmbecken selber, es hat sich relativ still verhalten. Also dort, es war nicht sehr. Es hat danach ausgesehen, als ob keine wirklichen Ergebnisse gewesen wären. Es ist natürlich ein sehr beeindruckendes Areal, wenn man bedenkt, dass das alles niedergerissen wurde und das ist total verwachsen gewesen an der Stelle. Es war dicht bebaut, es war teilweise nicht extrem schwierig, aber doch ordentlich verwachsen, sodass man kaum durchgehen hat können. Der Teich ist mit einem Zaun abgegrenzt, sodass da anscheinend zum Schutz für Passanten oder für Leute, die dort reingehen, dass sich da niemand verletzen kann. Es war ein sehr beeindruckendes Areal und auch teilweise die Stiegen, die noch erhalten waren oder die betonierten Duschen, sehr beeindruckend, kann man sagen. Bei mir war es vom Gefühl her so, es war mir doch sehr unheimlich dort. Irgendwie, es war jetzt nicht so schlimm, aber es war irgendwie das Gefühl da, als würde was nicht stimmen. Und also es war mir nicht ganz so angenehm. Die App, ja, die ist neu, es ist eine App, die muss auf jeden Fall getestet werden. Wie sagst du so schön mit dem Wahrscheinlichkeitsprinzip? Ja, das stimmt. Also wenn ein Ergebnis kommt, ist die Wahrscheinlichkeit einmal prinzipiell gering, dass das jetzt eine echte Aussage ist. Aber wenn man 5-mal gute Treffer bekommt, dann kumuliert sich diese Wahrscheinlichkeit, sodass im Endeffekt dann doch recht groß wird, die Summe. Genau. Das heißt, wir werden das einmal beobachten, auch im Zusammenhang mit den anderen Geräten, dem, was wir direkt vor Ort erleben. Ja, habe ich hier gesagt, vom Gefühl her war das Becken für mich unheimlich. Ich fühlte mich beobachtet. Irgendwie so, als würden wir in einem Raum stehen und der ist vollgefüllt mit Leuten und alle schauen dich an. Für mich war es gefühlsmäßig auf jeden Fall schon interessant und spannend. Eben aufgrund den persönlichen Erfahrungen oder Empfindungen. Ja, und als nächstes ging es dann rauf auf die Wiese, wo das alte Heim stand. Wir sind jetzt raufgegangen aufs Gelände, wo das eigentliche Heim stand und wo die Halle eingestürzt ist. Draußen sind wir, ja. Ist jemand bei uns? Klein. Ein Stück weiter vorne ist dann die Halle gestanden, die eingestürzt ist.
Wer kam zurück? Soldaten, ja. War hier, bevor das Heim stand, auch eine Schlacht im Krieg? Bleiben. Was war denn hier, bevor das Kinderheim hier erbaut wurde? Kurz schau mal den Vollmond, den schönen. Jesus. Schön, oder? Super. Was war denn hier, bevor hier das Heim war? Waren hier Soldaten stationiert? Genau da, wo wir stehen, stehen wir eigentlich mitten in dem damaligen Kinderheim drinnen. Und zur Orientierung, wir stehen genau an der Stelle, wir sind sozusagen in der Sporthalle drinnen, die eingestürzt ist in den Medien, wie gesagt, verschwiegen worden. Zumindest kann man im Internet nichts darüber finden. Ja. Könnt ihr uns bitte erzählen, was an jenem Tag passiert ist? Wenn jemand hier ist, kann auch über dieses Gerät mit uns in Kontakt treten. Berührt es und leuchten diese Lämpchen auf. Ihr könnt über diese Schlug mich. Warst du ein Kind, das in diesem Heim gewohnt hat? Bist du geschlagen worden? Wie ist denn dein Name? Wer hat dich geschlagen? Knoll. Knallt. Was hat geknallt? Erfüllen müssen. Erfüllen müssen. hat irgendwas erfüllen müssen und dann ist er geschlagen worden. Dilemma. Herzstolpern. Warst du als Kind in diesem Heim und hast schlimme Dinge erfüllen müssen und bist geschlagen worden? Das ist natürlich mehr als ein Dilemma.
Das ist eine der schlimmsten menschlichen Katastrophen, die man sich noch vorstellen kann. Hast du das hier erleben müssen? Ausschlag. Wir können es so machen, wenn die Antwort Ja ist, dann berühr bitte dieses Gerät. Wenn die Antwort Nein ist, dann berührst du es bitte nicht. Wir würden gerne mehr über deine Geschichte erfahren und über die Geschichte der Kinder, die hier gelebt haben, die ums Leben gekommen sind. Möchtet ihr uns etwas dazu erzählen, bitte? Wir sind auf jeden Fall in freundlicher Absicht hier. Und möchten euch gerne eine Stimme verleihen. Den Menschen erzählen, die Wahrheit erzählen, was hier passiert ist. Du kannst uns vertrauen, wir wollen wirklich nur mit dir sprechen, bitte. Erzähl uns bitte, was hier passiert ist. Können wir irgendetwas für dich tun? Da geht's runter zum Schwimmbecken. Ja, wir stehen sozusagen mitten im Gebäude. Okay. Eingestürzten, dann eingestürzten Gebäude. Ja, und sozusagen im Heimgebäude generell. 2013 weggerissen. Welche Stunde? War es jetzt spät in der Nacht? Hallo, mein Name ist Alex. Und meiner ist Jürgen. Möchtest du uns etwas erzählen, bitte? Wissen wir, wann das Heim eingestürzt ist? Bitte? Wissen wir, wann das Heim eingestürzt ist? Wann die Halle eingestürzt ist? Weggerissen 2013, aber wann eingestürzt? Weißt du, welches Jahr wir aktuell haben? Was für Dinge sind in diesem Heim passiert? Verbrecher. Okay. Also die Leute, die euch betreut haben, waren keine Betreuer, keine Freunde und keine Bezugspersonen, sondern Verbrecher, ist das richtig? Oder zumindest einer davon. Oder zumindest einer davon, ja, genau. Ja. Wie war euer Alltag hier in diesem Jahr? In welchem Jahr?
Genau, das war die Frage. Ja. Das war die Frage. Und welches Jahr haben wir jetzt? Vielleicht mal Wir sind jetzt im Jahr 2020. In welchem Jahr bist du? Der Welt. Du bist auf dieser Welt oder in einer anderen Welt? Oder weißt du gerade nicht so genau, wo du bist? Suchst du einen Weg? Oder suchst du Antworten? Was meinst du mit Schreibtisch? Du bist 1981? Du bist im Jahr 81? Das könnte hinkommen, weil wie das eingestürzt ist, von wir Kinder. Ich weiß es nicht genau. Bist du im Jahr 1981 momentan? Gehen wir wieder mit? Ja. Welches Jahr haben wir? Welches Jahr hast du? Wir reden. Ja, ich frage. Danke, dass wir fragen dürfen. Ich wollte nur sagen, wir gehen später noch in die alten Häuser mit verschiedenen Geräten. Da kannst du dich noch melden. Oder möchtest du uns etwas fragen? Du kannst uns sehr gerne etwas fragen. Wenn wir können, dann werden wir die Antwort geben. Wir würden sehr gerne wissen, was damals passiert ist. Wie waren die Umstände damals? Wie sind die Menschen hier behandelt worden? Jetzt sehen. Kannst du uns sehen? Wenn du uns sehen kannst, dann berühr bitte dieses graue Gerät in die Jürgens Hand. Oder sag ja. Oder sollten wir dich jetzt sehen können? Wie ist damals mit den Kindern umgegangen worden hier?
Früh. Früh. Ist die Halle in der Früh oder am Vormittag eingestürzt? Die Sporthalle? Uns ist auch kalt. Es wird auch immer kälter. Es steht doch so. Ja, es ist nicht kalt, oder? Ja. Wo bist du denn? Sag uns bitte, wo du dich befindest genau. Uns ist hier auch sehr kalt und es wird immer kühler. Schau dir den Vollmond an. Ja. Grün, ja, wir sind hier mitten im Grünen. Und hier stand das Kinderheim und die Sporthalle. Wie wurden die Kinder hier behandelt? Was ist hier passiert? Verteidigung. Mussten sich die Kinder verteidigen gegen irgendetwas Böses? Was wurde fortgesetzt? Ihr habt später in den Häusern drüben noch die Möglichkeit, mit uns zu sprechen. Oder möchtet ihr uns hier noch etwas sagen? Zu verstehen, ja. Gibt es eine bessere Möglichkeit, wie wir miteinander kommunizieren könnten? Habt ihr eine Idee dazu? Ich höre dann immer wieder, es würde hinter uns gehen und es würde uns am Boden knacken. Hallo! Hallo, ja. Ja. Wer bist du denn? Wie gesagt, ihr habt später in den Baracken noch die Möglichkeit, mit uns Kontakt aufzunehmen. Wir bedanken uns auf jeden Fall, dass wir hier sein durften. Und ich hoffe, dass wir bei der Auswertung Antworten finden. Ja. Dann schauen wir mal zu den Häusern rüber. Ja, machen wir das. Ja, Jürgen, die Wiese war für mich schon ein sehr interessanter Ort. Es kamen Meldungen, ja, draußen gehen, genug aufhören. Bezüglich, weil ich immer sage, die Sporthalle ist eingestürzt, kam irrst dich oder du irrst dich. Dazu noch später. Soldaten, dein Name ist öfter gefallen. Soldaten, das könnte vielleicht passen auf die tschechischen Flüchtlinge, Ja. weil ja sicher einige Soldaten dabei waren. Mhm. Denke ich mir, wäre nicht ganz unmöglich, es waren Kinderstimmen zu hören bei der Auswertung. Ja, und dann der Teil, ja, Kurtis Namen wurde erwähnt. Ja.
aber erfüllen müssen, schlug mich. Was willst du? Das war eher unangenehm. Es wurde auch gefragt, welche Stunde, in welchem Jahr wir leben. Verbrecher, Unfall. Ja, bei mir war wieder diese Übelkeit, die stärker geworden und Verteidigung kam auch. Ja, Und zu dem Zeitpunkt habe ich irgendwie schon den Verdacht gehabt, aufgrund der Aussagen, dass da schon doch irgendwie mehr los ist. Und ja, beginnende Übelkeit. Keine Angst, ja, aber es war trotzdem das bedrückende Gefühl, es war nicht so angenehm für mich. Wie hast du das empfunden dort? Also für mich war es noch beeindruckender als beim Schwimmbecken unten. Das Schwimmbecken war von der erhaltenen Bausubstanz interessant und wie stark das dort eigentlich zugewachsen ist. Und zwar Gebüsch und Bäume teilweise, die Stiegen halt, die raufgeführt haben. Auf der Wiese selber ist es ein völlig freies Areal gewesen. Es war umgrenzt von ich glaube, Wälder sogar, also so ein kleines Wäldchen war da anschließend. Es wäre dort nie was gestanden. Nie, ja, es war gerade der Boden, es war kein Beton mehr dort, es war alles weg, es ist zugewachsen, es war eine schöne, ebene Fläche, man hat den Mond über den Horizont stehen können, es war total beeindruckend und Und ein schöner Vollmond an dem Abend. es war sensationell eigentlich, wirklich zum Wohlfühlen, aber auch da habe ich dann schon auch die Kälte gespürt, natürlich nicht verwunderlich, es war ja auch etwas kälter zu dem Zeitpunkt, aber es war so etwas, was von innen herauskommen ist, so ein bisschen, also es Ja, einerseits beeindruckend, es war nicht beängstigend für mich, ja. aber sehr, sehr beeindruckend und natürlich die Ergebnisse haben schon also es sind sehr viele in eine gewisse Richtung gegangen und das war schon sehr beeindruckend. Aber um nochmal auf das Thema mit dieser Sporthalle oder Halle zurückzukommen, die ich erwähnt habe. Es kam ja während der Ermittlung auf der Wiese, irrst dich oder du irrst dich. Und das ist auch richtig, weil mittlerweile ist klar, dass es keine Sporthalle, sondern ein Speisesaal war. Genau. Ja. Das zweite Thema, das sich aber für mich aufgetan hat auf der Wiese, ist gar nicht jetzt der Halleneinsturz an sich, sondern irgendwie ein Hinweis auf Misshandlungen, ja, Verteidigung, Verbrecher, erfüllen müssen, schlug mich, geht schon mal in eine andere Richtung. Das ist dann sehr bedrückend gewesen, auch die Stimmung, die da ein bisschen auf mich dann eingewirkt hat. Es war auf jeden Fall von meiner Seite schon ein ungutes Gefühl und ich bin dann schon ein bisschen gedanklich in die Richtung gegangen, dass dort eben andere Sachen auch passiert sind. Aber um der Sache weiter auf den Grund zu gehen, sind wir dann erst einmal rüber zu den Baracken gegangen. Ja, schöne Gegend. Dornen, oder? Ja, ich muss mal aufpassen. Okay. Das ist nicht schlecht. Schaut's aus. Aber das ist recht gut benannt. Ne? Für das so. Das war eigentlich. Pass auf, wir machen Folgendes. Wir schauen darauf, schlagen wir oben das Lager auf und dort schauen wir, wie wir dann weitermachen, oder? Ja, absolut. Gut, du könntest mit dem Kurt losgehen. Hast du Bock auf Ghost Radio? Ja. Das ist Spirit Box. Ja, gib dir die mit. Okay, alles klar. Schaut sie zum hinteren Trakt und so. Du hast eh schon ein bisschen geschaut, ihr habt euch schon ein bisschen umgeschaut in der Umgebung. Gut, dann bitte um eine kleine Führung. Machst du die Spirit Box? Das Alex? kann zwei aber auch mitnehmen und dann geht Kannst du nimmst damit? Ja, Okay. geht gut. Dann ja, nehme ich die Ovilus App und die Kinect. 20 Minuten, halbe Stunde. Ja, Treffen wir uns dann wieder da. passt. Alles klar. Das heißt, das ist circa dann halber. Okay. Passt. Gut. Dann ziehen wir los. Passt. Gut, gut, packen wir's. Packen wir's.
Ist da jemand, der uns etwas sagen möchte, dann kann er hier durch dieses Gerät mit uns reden. Das ist ein Wahnsinnsgelände. Wahnsinn, ja. Was ist hier passiert in der Vergangenheit? Es soll ja vor einigen Jahren ja auch ein Heim eingestürzt, ein Teil des Heimes eingestürzt sein mit Verletzten, teilweise auch Toten. Ist hier jemand? Meinst du, dass wir da noch hingehen? Oder? Ich glaube, da ist eher Da ist nichts? Da ist eher nichts. Also, Okay, weiter darauf, oder du bist du ich dieser würde Gelände schon sagen, schauen wir mal, dass wir da durchkommen. Dort gehen wir aber außen herum. Ja. Relativ wenig, da ist jetzt noch ein Haus. Ja, da ist wieder der Weg, da ist auch ein Eingang, ja. Da wird man. Da können wir rein, ja. Schauen wir mal. Das ist ein Wahnsinn, ja. Warst du da auch schon drinnen? Kann man da reingehen? Kann man reingehen, ja. Schauen wir mal. Ist hier jemand? Ist hier jemand, der uns etwas mitteilen möchte? Was ist hier passiert? So, während der Jürgen jetzt unterwegs ist, mit dem Kurt und der Spiritbox, werden wir jetzt eine Runde mit der Kinect gehen und ja, das ist eine App, aber eine Mischung aus Ovilus mit weißem Rauschen. Ich kenne sie noch nicht, möchte sie mal ausprobieren, was da rumkommt. Wenn jemand hier bei uns ist, kannst du dich gerne zeigen. Sind noch Kinder da, die vielleicht mit uns sprechen möchten? Oder auch Erwachsene? Ihr könnt euch gerne hier bei mir auf diesem Gerät zeigen. Wirkt recht frisch hier. Dann war diese lautige Haus zwischendurch. Die Fenster müssen aufpassen, dass du da reinkommst. Das ist echt gut beieinander eigentlich, dass das jetzt so lang leer steht. Ist hier jemand? Möchte uns jemand etwas mitteilen?
über das Leben hier. So, das habe ich nicht weggenommen, aber ich bin nicht eigentlich draufstellen. Ja, die Toilette, glaube ich. Ich glaube, wir gehen da wieder. Anscheinend sind hier einige Obdachlose zwischendurch erinnern gewesen. Hier, Alex, schaust du? Hier? Wer ist denn hier? Schau dir das mal an. Da daneben. Also es würde mich nicht wundern, wenn wir irgendeiner Ratte oder so anderen Tier begegnen würden. Wer ist denn hier? Wir würden gerne mit euch sprechen. Warst du 28 Jahre oder sind noch 28 Personen hier? Oder sind eben bei dem Halleneinsturz 28 Personen ums Leben gekommen? Sind ja 28 Personen gestorben bei dem Halleneinsturz oder 28 Kinder? Hast du das verstanden? 7-mals. Das habe ich leider nicht verstanden. Könnt ihr uns bitte eure Namen nennen? Unsere Absicht ist nicht zu stören hier. Wir würden nur gerne wissen, was damals passiert ist. Und in den Medien schrecklich. Ja, es war sehr schrecklich und die Medien haben damals nicht darüber berichtet. Ich kann absolut mitfühlen, dass das schrecklich war. Ihr könnt hier, wenn ihr mit uns reden wollt, hier auf dieses Gerät draufdrücken. Schauen wir mal. Ja, jetzt ist es auf jeden Fall auch definitiv eingeschaltet, vorher ja auch eingeschaltet. Es gibt bislang keinen Ausschlag. Ihr könnt dieses Gerät hier berühren, dann läuft diese Lämpchen auf und ihr könnt uns damit eure Anwesenheit zeigen. Was ist hier vor einigen Jahren passiert? Wo dann im Anschluss dieses Heim geschlossen wurde. Warum wurde es geschlossen?
Ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Ist ja jemand, der uns noch etwas sagen möchte. Das ist schon spannend, das ist schon irgendwie. Das ist ein bisschen Schlagzeug, was da liegt. Ja, das ist ein Schlagzeug. Das ist schon recht gut beieinander, gell? Na, da wohnen einige Leute. Ja. Es sind anscheinend wirklich Obdachlose, die da hin und wieder. Schau, da hast du sogar Podcast. Ich glaube, da gehen wir aber nicht mehr raus, oder? Möchtet ihr mir erzählen, was damals wirklich passiert ist, als die Halle einstürzte? Was hast du verstanden? Leider nicht. Verraten. Ist ja noch jemand in diesem Haus? Kannst du dich bitte bemerkbar machen bei uns? Schau mal, film das einmal. Oh. Was meinst du denn mit Unternehmen? Was ist hier genau passiert? Okay, aber eine Fehlinterpretation am Boiler ist eh unwahrscheinlich. Ängste. Wer bist denn du? Wir sehen dich hier auf dem Monitor. Schau, ich winke dir einmal zu. Kannst du mir auch zuwinken? Hallo. Siehst du, ich hebe die Hand. Kannst du bitte deine Hand auch mal heben? Die ganzen kleinen Stücke, ich sage nicht, wo die herkommen. Nein, das ist da alles bewohnt. Ist da hergeschleppt worden. Das fällt jetzt runter.
Die Häuser sind alle sehr gleich aufgebaut. Energetisch ist bislang noch gar nichts drin. Ist jemand, der mit uns reden möchte und etwas mitteilen möchte? Ich habe hier zwei Geräte. Wenn du dieses Gerät hier berührst, leuchten diese Lämpchen auf und wir können auf die Art erkennen, dass jemand hier ist. Du kannst in dieses Gerät, über dieses Gerät kannst du mit uns sprechen. Oder möchtest du ein Stück näher zu mir kommen? Von mir ist übel. Ja, ist heiß. Heiß. Bitte? Heiß. Ja. Wie ist denn dein Name? Schon sagen sie immer größer. Mein Name ist Alex. Könntest du dich bitte bei uns bemerkbar machen? Es wird immer größer und größer und größer und größer. Du bist jetzt direkt über mir schon. Möchtest du mich berühren? Möchte uns hier jemand was mitteilen? Ist jemand hier? Hallo? Ist jemand hier, der mit uns reden möchte? Jemand, der mit uns mitteilen möchte? Was ist hier passiert? Oder schon ein Lagerfeuer oder so, kann das sein, ne? Ja, dann war kalt im Winter. Die Wasserflaschen, sogar noch gefüllt. Das ist ja unser Büro, aber da wechselt man, ja. Da wechselt man relativ zwischen.
weißt du denn, da an der Decke ist nichts, was irgendwo ein menschenähnliches Schema hätte. Ich verstehe das so schlecht. Möchtest du uns etwas sagen? 21. Warst du 21 Jahre alt? Geheimnis. Du möchtest es nicht sagen? Oder darfst du es nicht sagen? Ist hier jemand, der dir das verbietet, mit mir zu sprechen? Geht? Ist es dir lieber, wenn wir den Raum wieder verlassen? Stören wir dich hier? Weg. Wieder da oben. Sollen wir den Raum verlassen? Wow. Was das jetzt war? Das ist ein richtiges Dröhnen im Ohr. Wie beim Gehörsturz. Ganz ein tiefes Dröhnen. Wo bist du denn? Alles gut. Kinder können wir sogar noch, vielleicht nicht mehr noch aus der Zeit. Die schaut die Antwort. Also ich denke mal, da ist ja der Teppich noch drinnen und ein Hundekörper auf der linken Seite. Ich schätze, da werden wir auch dann runterschauen wieder. Das letzte Haus in der Reihe. Genau. Wie schauen wir da jetzt weiter? Kann man wieder vor und wieder. Schauen wir vor und das nächste Haus machen wir durch. Also wir wissen natürlich, dass hier auch Obdach. Ah, interessant. Batterie aus. Die Batterie leer von dem.
Mal schauen, vielleicht fällt es wieder aus. Wahrscheinlich müssen wir damit rechnen, dass es bald aus ist. Kommst du? Meine Asche. Deine Asche? Wo ist denn deine Asche? Ist ja jemand verbrannt worden. Ist ja noch etwas anderes passiert als die eingestürzte Halle. Sehr einladend war das jetzt nicht. Schlug mich. Was? Soll ich suchen? Soll ich nochmal da reinkommen? In den Raum? Erlaubst du es mir? Ich möchte dich hier auf keinen Fall in deiner Ruhe stören. Aber ich hätte gerne ein paar Antworten, wenn du welche hättest. Und zwar, was hier passiert ist. Aufgeregt. Ja, ich bin definitiv etwas aufgeregt. Danke, ja. Abend. Aber ich bin deshalb aufgeregt, weil ich hoffe, Antworten zu finden. Durch einen netten Kontakt zu jemandem von euch. Und vielleicht können wir ein bisschen Licht in die geschichtlichen Ereignisse oder in die Geschichten bekommen. Eine Spur Wahrheit. Und wenn du es schaffst, das wäre deine Möglichkeit, du kannst dich gerne auf diesem Gerät zeigen, so wie eben wieder da oben am Boiler. Oder versuchen, über die Ovilus-App mit uns zu sprechen. Das Gerät, das in meiner Tasche rauscht. Jürgen hat ein Radio mit, das nennen wir Spirit Box, da kannst du es auch versuchen. Und nachher haben wir noch ein Gerät, das nennt sich Portal, da kannst du es auch nochmal probieren. Du kannst auch gerne Sachen runterschmeißen oder sich durch Klopfen und andere Geräusche bemerkbar machen. Einfach um zu zeigen, dass du hier bist. Oder kannst du mir zuwinken? Ich kann nicht nur dieses Gerät sehen. Oder eventuell näher kommen, bitte. Sehen, wie sie dort? Kann mich jemand von euch sehen? Ja, genau, die Handhebung. So. Ich heb wirklich in die Luft. Hasse mich selbst.
Wofür hasst du dich selbst? Bitte? Missacht. Hast du etwas Böses getan? Warum missachtest du dich selbst? Was ist mit dir passiert? Süchtig? Warst du gar nicht in diesem Heim, sondern bist später hier in die Baracken eingezogen, weil du obdachlos warst und hattest ein Suchtproblem? Welches Problem hattest du? Ich habe dich jetzt leider nicht verstanden. Welches Problem hattest oder hast du? Einfach? Ja, möchtest du mir das gerne sagen? Oder nicht? Mich würde es schon interessieren, aber du musst es nicht. Kalt? Ist es dort kalt, wo du bist? Wir werden jetzt trotzdem weitergehen. Hasse mich selbst. Hasse mich selbst. Aber warum? Das habe ich dich ja vorher schon gefragt. Welchen Grund hast du dazu? Mich würde das wirklich sehr interessieren. Na gut. Wir gehen erst einmal weiter. Danke auf jeden Fall, dass du versucht hast, mit uns zu sprechen. Jürgen und ich probieren es nachher noch mit dem Portal. Vielleicht schaffst du da besser mit uns zu kommunizieren. Achtung. Da kommt der Jürgen schon. Ja, Jürgen, Analyse, Kinect und Spiritbox. Meldungen zurück, hallo, mehrmals geht. Kennen du, sie weiß, schrecklich, wieder der Name Kurt. Das war auf der Wiese auch schon. So macht ihr das. War eine Antwort auf eine Idee, die wir gehabt haben, wie wir etwas machen könnten. Wer ist da? Der Akku, ist mir aufgefallen, ist erwähnt worden. Ja. Der war ja nachher tatsächlich wirklich leer von der Box und die Box, die ist, ja, ich glaube 48 Stunden vorher geladen worden. Verraten, Lügen, Blenden. Dann die Klasse 1 EVP. Ja. Wir kommen aus der Hölle. Missbraucht. 21, meine Asche. Der Name Luca und wieder schlug mich. Süchtig, hasse mich selbst. Aufgeregt und 69.
Wir haben uns ja dann aufgeteilt. Ich war mit der Kinect unterwegs und du mit der Spiritbox. Jürgen, besondere Vorkommnisse auf dem Weg? Ja, war wirklich sehr, sehr spannend. Ich bin durch die Reihenhäuser gegangen und es hat anfangs nicht danach gewirkt, als ob wir da irgendwas feststellen könnten. Und dann so im dritten Reihenhaus hatte ich dann auf einmal das Gefühl, dass ich berührt werde. Ich habe während diesem Effekt, während ich das Gefühl gehabt habe, noch nichts dazu gedacht. Und weil man mir gedacht, vielleicht irgendeine Spinnwebe oder irgendetwas, was dort mir das Gefühl hat gegeben hat. Aber ich habe mir umgedreht, es war nichts zu sehen. Und wir sind dann weitergegangen. Ich habe bei den Aufnahmen ich hab nichts gehört. Es war still. Bei den Gebäuden sind die Türen ausgehängt gewesen, die Fenster sind ausgehängt gewesen. Also du hattest auf jeden Fall das Gefühl, berührt zu werden. Ich habe bei der Auswertung jetzt keinen Hinweis auf ein Insekt oder Spinnweben gefunden. Luftzug kann ich natürlich am Video nicht ausschließen. Dann war ja bei dir die Klasse 1 EVP, wir kommen aus der Hölle. Wobei ich sagen muss, zeitgleich habe ich dann das Problem gehabt mit dem Ohr. Ja. Ein tiefbasslastiges Dröhnen mit einer Drehschwindelattacke. Ich habe geglaubt, mich holt es vor den Latschen runter. Kenne ich so nicht. Ja. War auch natürlich dann bei der Kontrolle beim HNO-Arzt. Alles in Ordnung. Gleichzeitig meinem Kameramann, dem Alex und mir, uns war sehr heiß. Normalerweise sagt man ja, wenn Präsenzen da sind, dann wird es eher kühl. Uns war heiß, wir haben geschwitzt, obwohl es kein warmer Abend war. Dazu passen wieder der Spruch, wir kommen aus der Hölle. Mhm. Ja, dort, wo es ja nach Hörensagen nicht ganz so kühl ist. Auf der Kinect ein Wesen am Boiler. Ich habe mir gedacht, ja, zuerst ja, so eine typische Fehlinterpretation, aber das Ding ist immer größer geworden, bis es dann auf der ganzen Zimmerdecke ausgebreitet war, direkt über mir drüber. Zeitgleich kamen dann aus der App für mich passende, traurige und gleichzeitig schockierende Nachrichten. Ja, dann kam der Name Luca und für mich ist auf jeden Fall immer mehr und mehr und mehr an dem Abend in die Richtung gegangen. Da möchte sich jemand mitteilen, dem irgendwas passiert ist, der vielleicht noch dort hängt, der nicht weg kann. Und ich würde auf jeden Fall sehr gern noch einmal dort reinschauen und das Ganze hinterfragen. Ja, der nächste Schritt der Untersuchung war dann die Portalsitzung. Wir haben jetzt hier am Gelände schon eine größere Runde gemacht und waren am Ort, wo die Halle eingestürzt ist. Und hier herinnen umgesehen. Auf der Kinect hat sich auch schon jemand gezeigt. Ist jetzt jemand hier, der uns noch etwas sagen möchte zu dem Halleneinsturz? Oder ist jemand anderer hier, der mit uns sprechen möchte? Ihr könnt euch hier das Gerät berühren. Wir sehen dann an den Lämpchen, dass ihr da seid. Ihr könnt mit uns kommunizieren. Hat's vorgeleuchtet, das ist nur eingeschaltet. Na, dass eben kein Ausschlag ist, aber ich schalte es mal aus und wieder ein. Zur Droge und es läuft. Vor einigen Jahren ist hier die Sporthalle eingestürzt mit Erwachsenen und Kindern drinnen, so in der Öffentlichkeit nicht darüber berichtet. Wir würden sehr gerne wissen, was damals passiert ist.
Ich war vorher in einem anderen Raum mit der Kinect und da war eine Gestalt, die sich sehr groß gemacht hat, gesagt hat, Drogenproblem und dass ich derjenige selbst nicht mag. Bist du vielleicht hier? Hast du irgendwas aus dem Ghost Radio verstanden? Ja, also ich habe da nichts erkannt. Du hast nichts erkannt, okay. Das heißt, das sehen wir dann bei der Auswertung. Ja, das denke ich mir auch, ja. Zwischendurch habe ich das Gefühl, dass mir was berührt und zwischendurch war auch kalt in manchen Räumen, aber feststellbar. Echt? Das Gefühl, dass sich was berührt? Ja, aber das ist schwierig zu sagen. Die Fenster sind zum Teil offen und ich weiß nicht, das war so ein Insekt vielleicht. Man kann es nicht ganz ausschließen, aber es war das Gefühl da. Okay. Was ist in dem Heim alles passiert? Urinal LIW disintegrated. About time will hear from you. Weiß jemand, warum die Halle eingestürzt ist? Die Sporthalle. Könnt ihr mir bitte Namen nennen? Eure Namen. Last shot and hit you. Cebulice Zahabu. Im unteren Raum ist dem Kameramann und mir ziemlich übel geworden und uns war auch sehr heiß. Wir haben eine Gestalt gesehen auf der Kinect-Kamera. Kannst du uns bitte sagen, wer du bist?
Nervous William didn't know. Später wurde dieser Teil der Anlage oft von Obdachlosen genutzt als Unterkunft. Ist noch jemand hier von euch? Es hat leider sehr viel Drogen drunter gegeben. Sieht man das gerade 2 Meter? Ja. Vielleicht noch Echo. Erzähl uns bitte was über den Tag des Unfalls. Wie viele Personen waren beim Einsturz in der Halle? Wer hat vorher versucht, in den unteren Räumen mit mir Kontakt aufzunehmen? Als ich durch die anderen Räumlichkeiten gegangen bin, in anderen Häusern, hatte ich das Gefühl, dass mich etwas berührt am Hals. Wer hat mich da berührt oder wie ist das gewesen? Wer warst du? Möchtest du uns etwas mitteilen? Und es war in den anderen Räumlichkeiten auch teilweise kalt.
da jemand, der mit uns kommunizieren wollte? Spürst du den kalten Luftzug, der jetzt von unten reinkommt? Talking minutes. Wir haben vor, noch ein zweites Mal herzukommen. Es kommt aber ganz darauf an, ob wir jetzt hier Hinweise bekommen, dass jemand von euch da ist. Ihr habt die Möglichkeit, eure Geschichte zu erzählen. Die Geschichte, die von den Medien nie erzählt wurde. Die Geschichte, die teilweise verschwiegen wurde. Wir sind hier, um euch eine Stimme zu geben. Euch die Möglichkeit zu bieten, zu sagen, was wirklich passiert ist. Wir bitten euch darum, erzählt uns jetzt noch so gut ihr könnt von dem Vorfall, von dem Halleneinsturz und auch von den anderen Missständen, die hier geherrscht haben. And why this throw under? Vietnam, ja. Wir werden dann diese Aufnahmen auswerten, die Ergebnisse notieren und noch einmal kommen. Da habt ihr die Möglichkeit, dann noch einmal, vielleicht können wir dann besser miteinander sprechen. Oder verbietet euch jemand, mit uns zu sprechen? Wir hören auch öfter aus dem Portal. Er kommt, jetzt wird verstanden, schleicht sich. Verbietet euch jemand, mit uns zu sprechen? Verbietet euch jemand, mit uns zu sprechen? Wir werden diese Aufnahmen auswerten und vielleicht wissen wir beim nächsten Mal schon mehr über euch. Wir bedanken uns. Hast du eine Frage? Denken wir nach der Auswertung, wenn wir eventuell. Wir bedanken uns, dass ihr mit uns gesprochen habt. Danke, ja. Ja, weil ich so gerne die Meldungen, die aktuellen, aufzähle, werden wir das auch hier so halten. Das Wichtigste im Überblick: ich töte euch. Ja, ich und mein Bub geht,
Wie war dem armen Siegfried? Trau mich nicht. Sie meint Jürgen, Alex, willst du uns segieren? Ja, das heißt, willst du uns am Nerv gehen? Da oben sieht er dich verstehen, warum Licht weg? Das kannst du nicht. Was wollen die hier von mir? Sehr interessant, fast philosophisch, nur der Raum oder nur Raum schafft Bilder. Nicole, die gar nicht mit war, genug, die Zahl 10. Abbiegen schnell, ja, bei uns sagt man gerne im Volksmund, ja, bieg ab, das heißt so viel wie geh bitte auf eine nicht so freundliche Art und Weise. Löchert sie, könnte man jetzt auf verschiedene Art und Weise auffassen, entweder mit Fragen oder auch mit anderen Gegenständen, wie zum Beispiel Blei oder so. Willst es ja so haben, ja, darf ich weinen, weil ich hier bin, und wieder die Aufforderung, mehrmals zu gehen. Ja, während der Sitzung, und das ist das Problem mit dem Portal, habe ich nicht sehr viel verstanden. Es ist schwierig, sich gleichzeitig auf mehrere Dinge zu konzentrieren, und das Portal ist an sich nicht einfach rauszuhören. Bei der Auswertung hat man die Zeit, man kann sich genau anhören, man hört sich da rein. Was für mich toll wäre, wäre eine Möglichkeit zu finden, direkter zu kommunizieren, dass man eben eine Möglichkeit hat, das vor Ort besser zu verstehen und zu antworten. Für mich war zusammenfassend, es gab schon einige Hinweise, dass, wie kann man es ausdrücken, alles nicht so besonders toll dort gelaufen ist. Ja, und mitten in der Portalsitzung hat es wieder begonnen, dass diese Blockade kommt. Ja, ich nenne ihn den Wächter. Eine Zeit lang funktioniert es und du hast einen gewissen Flow in der Portalsitzung, und dann kommt er. Er, der scheinbar jeden verbietet zu sprechen und die Stimmung kippen lässt und den Riegel vorschiebt. Das ist ja ein Thema für mich, seit der ersten Portalsitzung überhaupt herauszufinden, was da dahinter steckt. Ja, auf den Fullspektrum-Bildern waren sehr viele Orbs. Wie hast du die Portalsitzung erlebt? Was war für dich da der interessante Teil? Also bei mir ist es generell bei dieser ganzen Recherche so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, währenddem wir dort sind und analysieren, dass es wenig Ergebnisse gibt, und ich bin total überrascht gewesen, wie viel das dann im Nachhinein eigentlich herausgekommen ist. Auf jeden Fall hat sich ziemlich viel aufgetan, meines Erachtens, aufgrund der Antworten. Mein Plan oder mein Wunsch wäre, am besten mit Teamverstärkung oder Gastermittlern noch einmal den Ort aufzusuchen und mit den Antworten, die wir bis jetzt haben, das Ganze noch einmal zu hinterfragen und nachzuhaken. Nicole hat sich angeboten und wird versuchen, wesentlich mehr über den Ort zu recherchieren. Aber alles in allem, finde ich, war das ein echt interessanter und energiegeladener Ort. Ja, dem kann ich voll zustimmen.